zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich nochmal unterwegs zum Windpark Schneeberger Hof hier in der Nordpfalz. Ein echtes Highlight in Rheinland-Pfalz. Hier steht nämlich die erste Enercon E126 EP8 im Binnenland. Es war damals ein echtes Leuchtturmprojekt. Errichtet von Juvi, dem Projektierer. Es ist hier quasi so die Geburtsstätte von Juvi, dieser Windpark. Nebendran noch eine kleine Enercon E66. Ist auch echt ein krasser Größenunterschied. Ja, ich war im Sommer schon mal hier. Im Juli, ist jetzt auch schon wieder 5 Monate her. Hier findet nämlich ein größeres Repowering statt. 3 Altanlagen werden ersetzt durch 2 größere, leistungsstärkere Anlagen. 2 Enercon E138 EP3E2 mit 4,2 Megawatt, 160 Meter Nabenhöhe. Ja, damals, als ich hier war, hatte gerade der Abbau der Altanlagen begonnen. Ja, und jetzt habe ich Bilder im Internet gesehen, dass sich die neuen Anlagen schon im Aufbau befinden. Hier sieht man schon eine neue Anlage. Da steht noch der Kran. Ja, 2 Rotorblätter hat sie schon. 1 fehlt noch, wie es aussieht. Ja. Krass, das ging jetzt ganz schön schnell. Die zweite Anlage kommt dann etwas weiter hier rechts hin, hier vorne auf den Hügel. Ja, hinten dran noch eine E101. Und dann hier weiter rechts die 3 Vestas V126. Ja, Wetter ist heute leider nicht so schön wie im Sommer, als ich hier war. Ziemlich kalt. Der Nebel hält sich ganz schön hartnäckig heute. Ich hoffe, es klart noch ein bisschen auf, bis ich oben angekommen bin. Genau, ich werde jetzt mal hochradeln zum Schneeberger Hof und berichte von dort nochmal. So, geschafft. Ich bin jetzt hier oben auf dem Berg angekommen im Windpark. Ja, und es hat sich echt einiges verändert, seitdem ich das letzte Mal hier war. Beim letzten Mal hatte gerade der Abbau der Altanlagen begonnen. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne mal anschauen, von Juli. Ja, und die neuen Anlagen befinden sich bereits schon im Aufbau. Es ging jetzt doch wesentlich schneller, als ich gedacht hätte. Ich dachte, es wird erst nächstes Jahr mit dem Aufbau losgehen, aber die waren ganz schön flott. Ja, hier ist die erste neue Anlage, E138 EP3E2, 160 Meter Nabenhöhe, 4,2 Megawatt. Baugleiche Anlage zu den Anlagen auf dem Hohen Lochen, die ich jetzt schon ziemlich oft gefilmt habe. Langenhardt, Biederbach, genau die gleiche Anlage. Auch mit Max Bögel Hybridturm. Ja, kennt ihr ja schon alle. Ja, 2 Rotorblätter sind bereits montiert. Teilweise sogar im Nebel. Der Nebel hält sich echt ziemlich hartnäckig heute. Ja, das dritte werden sie wahrscheinlich am Montag montieren. Heute ist Wochenende, heute passiert hier nichts, denke ich. Ja, und da, wo jetzt die E138 steht, stand vorher eine E66 mit 98 Meter Nabenhöhe. Auf dem Video von Juli, als ich hier war, sieht man das schön. Da stand nur noch der Turm. Der wurde dann später gesprengt. Typisch für Türme mit Kletterschalenbauweise. Ja, und direkt nebendran stand noch eine V80. Die ist jetzt auch weg. Ja, und hier drüben stand noch eine weitere E66 mit 114 Meter Nabenhöhe. Deren Turm wurde dann auch gesprengt. Gibt es auch ein Video auf der Website des Projektierers, Vivi-Consite. Sieht ziemlich geil aus. Ja, und was ich ziemlich cool finde, ziemlich spannend, hier kommt die zweite E138 hin und die scheint einen HST-Turm zu bekommen, also einen Hybrid Steel Tower. Also eine Kombination aus MST
und ST. Also der untere Teil wird aus diesen MST-Segmenten zusammengesetzt, diesen Platten. Und dann kommen obendrauf Stahlröhren. Also quasi eine Kombination aus beiden Turmvarianten. Ich bin jetzt nicht sicher, wie hoch die wird, ob die auch 166 Meter wird, ob die auch 160 Meter wird oder 131. Habe ich jetzt nämlich noch nicht gehört, dass es den HST auch mit 160 Meter Nabenhöhe gibt. Naja, jedenfalls ziemlich spannend. Werde ich mir gleich mal anschauen. Hier im Hintergrund dann noch die V126. Die E101. Und hier nochmal die Big Lady, die E126 EP8. Das ist schon krass, obwohl die E138 jetzt 25 Meter höher ist und auch nochmal einen größeren Rotor hat, wirkt die echt sehr klein und popelig im Vergleich zur E126. Schon echt krass. Ja, und hier noch eine kleine E66. Die hat das Repowering noch überlebt. Die macht aber auch schon ganz schön laute Geräusche. Mal gespannt, wie lange die noch hier steht. Ja, auf jeden Fall geil, jetzt mal so unterschiedliche Generationen von Anlagen hier im Park zu haben. Echt super unterschiedlich. E66, E101, E126, EP8, E138. Echt spannender Windpark. Ja, ich werde jetzt mal zu den beiden Baustellen hinfahren und mir das mal aus der Nähe anschauen. Ja, hier sieht man die Baustelle nochmal schön von der anderen Seite. Hier sieht man die Anlage nochmal von der Rückseite. Das ist auch ein cooles Bild. 3 verschiedene Anlagengenerationen jetzt in einer Reihe hier. Ganz vorne die kleine Enercon E66 mit kleinem Ei. Dann die E126 EP8 mit riesigem eiförmigen Maschinenhaus, zweigeteilten Rotorblättern und Hinterkantensegmenten. Ja, und dann jetzt die neueste Generation von Enercon, die EP3-Plattform mit Ei ohne Schale, nenne ich es immer. Also kompakte Maschinenhaus und dem Ringgenerator vorne dran. Und auch wieder einteilige Rotorblätter, nicht geteilt und auch keine Hinterkantensegmente. Schon verrückt, die Evolution von Enercon. Aber auch vieles Kostenersparnis, Konkurrenzdruck geschuldet. Aber schon echt krass, wie schlank und grazil die E138 im Vergleich zur E126 wirkt. Schon verrückt. Ja, ich stehe hier unter der E101. Auch noch mit eiförmigem Maschinenhaus. Und da oben kommt sogar mal ein bisschen blauer Himmel durch. Gibt's ja nicht. Der Nebel hält sich echt ziemlich hartnäckig heute. Ist echt ziemlich ungemütlich, kalt, nicht so schön wie im Sommer. Naja, aber trotzdem geil, mal wieder hier zu sein. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der E138. Hier liegt das 3. Rotorblatt. Ist auch jedes Mal echt wieder beeindruckend, wie krass lang das ist. Ein Riesenteil. Ist auch echt ganz schön durchgebogen hier hinten, wenn es hier hinten so aufliegt. Ja, haben ja einige von euch sicher mitbekommen. Gab es ja bei dem letzten Orkan 2 Anlagen, wo Rotorblätter zerstört wurden. Eins in Nattheim, eins in Frankreich. Da fragt man sich natürlich auch, inwiefern das halt ein Resultat von Preisdruck ist, dass die Blätter immer dünner und instabiler werden. Wenn man das jetzt mit so einem Blatt von einer
126 vergleicht, wie viel schwerer das auch ist. Und das ist ja auch, glaube ich, zweigeteilt und das ist der vordere Teil aus Stahl, der hintere aus GFK. Nochmal eine ganz andere Nummer wie die dünnen Blätter hier. Naja, kann natürlich auch einfach ein Einzelfall sein, aber ja, fragt man sich natürlich auch, jetzt mit Klimawandel und Stürme, die vielleicht häufiger werden, wie anfällig die Blätter da sind und wie gut sie das stärkeren Winden standhalten können. Ja, hier sieht man sie jetzt schön, die E138, schlank und grazil. Ja, wie gesagt, Projektentwickler ist Vivi Consult. Das ist quasi eine Abspaltung von Juvi. Haben sich einige Leute von Juvi zusammengetan und haben ihr eigenes Consulting-Unternehmen gegründet. Die machen viele Repowering-Projekte. Die Energielandschaft Moorbach zum Beispiel, da haben sie auch das Repowering geplant und umgesetzt. Bauen aber auch neue Anlagen, also zum Beispiel die E138 in Gaubickelheim, das ist auch von denen. Und hier hinten der Windpark zum Beispiel mit den E115 ist auch von Vivi. Ja, jetzt habe ich Glück und die Sonne kommt sogar noch mal ein bisschen raus. Glück gehabt, aber es ist echt ein verdammt kalter Wind heute, ey. Der Turm wird jetzt auch gerade schön von der Sonne angeschienen. Schon krass, wie schlank der ist jetzt im Vergleich zu der E126 da hinten. Schon krass. Ja, was ich mich auch frage, anfangs hat man halt immer noch diesen Ballastkranarm benutzt, um die Narbe in die richtige Position zu drehen und das Blatt dann 90 Grad einzufädeln. So war es zumindest bei den Anlagen auf dem Hohen Lochen. Ich habe es jetzt aber auch schon öfters mal gesehen, dass man das nicht mehr macht. Also dass man das Blatt einfach quasi so hoch zieht, die Narbe so stehen lässt und das dann irgendwie so einschwenkt. Denke ich mal, dass sie das hier auch so machen. Hier liegt jetzt nämlich kein Ballastarm, wie es aussieht. Spart natürlich auch wieder Zeit, weil da muss man erst den Adapter des Ballastarms montieren, dann den Ballastarm, dann die Narbe drehen, dann den Ballastarm nochmal abmontieren und dann erst das eigentliche Blatt montieren. Also schätze ich mal, dass das auch einfach eine Maßnahme ist, wieder um Kosten zu sparen. Naja, ich schätze mal, dass es dann am Montag hier weitergeht mit dem Blattzug. War wahrscheinlich auch zu windig oder zu neblig die letzten Tage, kann natürlich auch sein. Hier sieht man noch die anderen Anlagen. Hier ist die E101 und dann im Hintergrund die V126 auf dem Munitionsdepot. Hier drüben ist auch noch eine. Naja, dann werde ich mal weiterziehen. So, ich stehe jetzt hier in der zweiten Baustelle. Hier stand vorher die Enercon E66 mit 114 Meter Nabenhöhe. Ja, und ich habe es jetzt schon erwähnt, diese Enercon E138 hier bekommt einen HST, also ein Hybrid Steel Tower. Also eine Kombination aus MST und Stahlturm. Das heißt, der untere Teil ist quasi wie ein MST und dann kommen oben Stahlröhren drauf. Die E138 gibt es meines Wissens nach auch gar nicht mit reinem MST, die E126 schon. Ja, die ganze Zeit hat man die E138 halt auf Hybridturm gebaut, 131 Meter oder reinem Stahlturm mit 111 oder 81 Meter. Ja, und dieser HST hier ist jetzt was ganz Neues. Habe ich jetzt schon öfters mal gesehen. Vereint quasi so die Vorteile von beiden Turmsystemen. Ist halt wesentlich einfacher,
gerade bei den unteren Turmsegmenten, die halt super breit sind und ja, vom Transport her logistisch schwierig zu transportieren sind, das ist einfacher, das aus Platten zusammenzusetzen. Und ja, die oberen Turmsegmente wiederum sind dann wieder einfacher oder schneller zu transportieren und aufzubauen als jetzt hier der MST. Ich glaube, das dauert schon echt eine Weile, bis man den zusammengebaut hat. Das sind echt Tausende von Schrauben, die hier benötigt werden. Ja, 4 Segmente sind es insgesamt. Die sind jetzt schon zusammengesetzt. Und dann kommen scheinbar noch 3 Stahlröhren oben drauf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie hoch der wird. Ich schätze mal nur 131 Meter. 160 Meter fände ich, glaube ich, ein bisschen viel. Ja, hier sieht man jetzt auch nochmal schön die Ausmaße des Fundaments. Auch mal cool zu sehen. Aber der ist echt verdammt schlank unten, der Turm. Schon krass. War ich am Anfang ein bisschen skeptisch, als ich das erste Mal gehört habe. Unten MST und dann oben Stahlturm drauf, ob das hält. Aber scheint wohl von der Statik her zu passen. Ja, weiter sind hier noch keine Komponenten da. Die werden wohl in den nächsten Wochen angeliefert. Vielleicht sogar auch erst im neuen Jahr. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Vor Weihnachten werden sie jetzt erstmal die andere Anlage fertigstellen und dann geht es hier wahrscheinlich erst im neuen Jahr weiter. Ja, hier nochmal ein schöner Blick auf die anderen Anlagen. Da ist die E126 EP8, die Big Lady. Ja, und hier hinten, hinterm Wald, ist dann die andere E138. Ich schätze mal, man hat diese E66 hier noch stehen lassen. Ja, vom Layout her hat das nicht gepasst, dass man da eine E138 hinstellt. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich zu nah gewesen zur E126. Ja, aber bin ich echt mal gespannt, wie dieser Turm aussieht, wenn er fertig ist. So, zum Abschluss stehe ich jetzt hier nochmal bei der Big Lady, der E126 EP8. Immer wieder beeindruckend, diese Anlage. Von den Dimensionen her echt gigantisch. Ich glaube, ich hatte es im letzten Video schon mal erzählt und der Fotograf, den ich gerade eben getroffen habe, hat es auch nochmal erzählt. Diese Anlage hier hat an Silvester 2011 ein Rotorblatt verloren. Einfach abgefallen. Wurde zum Glück niemand verletzt. Die Hintergründe kenne ich jetzt gar nicht genau. Warum? Technisches Versagen. Keine Ahnung. Aber man hat es relativ schnell wieder repariert und ja, sie läuft seitdem ohne Probleme. Schon echt krass. Also egal wie riesig die Rotordurchmesser noch werden und wie hoch die anderen neuen Anlagen werden, die E126 ist irgendwie immer noch so das Flaggschiff von Enercon. Schon echt eine gigantische Anlage. Ja, hier hinten dann nochmal die E138. Die wirkt echt wie so ein Spargel nebendran. Echt super schlank. Ja, man sieht schon, es wird schon langsam wieder dunkel. Muss ich gucken, dass ich mich langsam nach Hause schaffe. Hier hinten nochmal die andere Baustelle mit dem HST-Turm. Bin ich echt mal gespannt, wie der aussieht, wenn er fertig ist. Muss ich echt mal wieder herkommen. Ja, die E66 hier
Hat sogar schon die Nachtbefeuerung an. Ja, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat wie immer gefallen. Jetzt habt ihr mal ein kleines Update vom Windpark Schneeberger Hof. Ich werde bestimmt nochmal wieder herkommen, wenn die Anlagen fertig errichtet sind. Ich schätze mal, dass diese Anlage hier auf jeden Fall vor Weihnachten noch fertig wird. Und die zweite Anlage hier drüben dann wahrscheinlich eher im neuen Jahr. Also vielleicht bin ich im neuen Jahr dann nochmal hier und ja, kann euch mal den HST zeigen. Ja, ich hoffe, es hat gefallen wie immer. Schreibt gerne nochmal in die Kommentare. Ja, Grüße gehen an dieser Stelle raus an Windrad Lukas. Den habe ich hier gerade eben mit seinem Opa kennengelernt. Kleiner 10-jähriger Junge oder so, der auch ziemlich Windkraft begeistert ist. Ja, mach auf jeden Fall weiter so. Hat mich gefreut. Und ja, bleib deinem Hobby treu. Ja, im Anschluss habe ich nochmal ein kleines Drohnenvideo für euch. Viel Spaß damit. Dann sage ich schon mal, ja, schöne Weihnachten an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob vor Weihnachten nochmal ein Video kommt. Gut möglich. Habe ja jetzt Urlaub. Und da werden auf jeden Fall einige Videos folgen. Ja, auf jeden Fall schöne Weihnachten. Macht's euch nett. Haltet die Ohren steif trotz Corona. Und bis bald.